What's up everyone, my name is David, this is the channel Like Germans, and in this video you will learn the declination of adjectives in German. This video is perfect for you if you're beginning to learn the language or if you want to refresh your knowledge on German grammar. On this channel we will continue posting videos that help you learn German every single week. So make sure to hit that subscribe button and leave a comment down below if you want a video on a specific topic. Like always, we've also prepared English subtitles for you. If you want to see them, make sure to click that button on your right. And now, let's begin. Los geht's! Anwesend, abwesend. Anwesend, abwesend. Sind heute alle Schüler anwesend? Sind heute alle Schüler anwesend? Es fehlt Fabian. Es fehlt Fabian. Dann haben wir heute einen abwesenden Schüler. Dann haben wir heute einen abwesenden Schüler. Lisa und Mia sind da. Zum Glück haben wir keine abwesende Schülerin. Lisa und Mia sind da. Zum Glück haben wir keine abwesende Schülerin. Anwesend, abwesend. Interessant, langweilig. Interessant, langweilig. Ist das Buch interessant? Ist das Buch interessant? Es ist interessant. Es ist interessant. Aber das Ende ist langweilig. Aber das Ende ist langweilig. Ich bin auf der Suche nach einem interessanten Buch. Ich bin auf der Suche nach einem interessanten Buch. Ich kann dir ein interessantes Buch empfehlen. Es wird dir gefallen. Ich kann dir ein interessantes Buch empfehlen. Es wird dir gefallen. Das interessante Buch heißt Menschen. Das interessante Buch heißt Menschen. Interessant, langweilig. Faul, fleißig. Faul, fleißig. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Sie ist eine fleißige Frau. Sie ist eine fleißige Frau. Das ist ein faules Tier. Das ist ein faules Tier. Das ist ein fleißiges Tier. Das ist ein fleißiges Tier. Faul, fleißig. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Wenn es dunkel ist, sollte man mit einem hellen Licht Fahrrad fahren. Wenn es dunkel ist, sollte man mit einem hellen Licht Fahrrad fahren. Es ist auch gut, helle Kleidung zu tragen. Es ist auch gut, helle Kleidung zu tragen. Hell, dunkel. Nass, trocken. Nass, trocken.
Zum Glück habe ich einen Regenschirm dabei. So bleibe ich trocken. Zum Glück habe ich einen Regenschirm dabei. So bleibe ich trocken. Mein Schirm ist kaputt. Ich habe nasse Haare. Mein Schirm ist kaputt. Ich habe nasse Haare. Nass, trocken. Müde, munter. Müde, munter. Ich habe schlecht geschlafen. Ich bin total müde. Ich habe schlecht geschlafen. Ich bin total müde. Ich gehe heute früh ins Bett. Ich gehe heute früh ins Bett, damit ich morgen munter bin. Damit ich morgen munter bin. Müde, munter. Hoch, tief, hoch, tief. Das ist ein hoher Berg. Das ist ein hoher Berg. Ich glaube, das ist der höchste Berg in Deutschland. Ich glaube, das ist der höchste Berg in Deutschland. Das Wasser ist tief. Das Wasser ist tief. Ich muss ein tiefes Loch graben. Ich muss ein tiefes Loch graben. Hoch, tief, hart, weich, hart, weich. Das ist aber ein hartes Brot. Ich glaube, es ist von gestern. Das ist aber ein hartes Brot. Ich glaube, es ist von gestern. Das ist eine sehr harte Matratze. Ich habe nicht gut geschlafen. Das ist eine sehr harte Matratze. Ich habe nicht gut geschlafen. Jetzt habe ich eine weiche Matratze. Ich werde besser schlafen. Jetzt habe ich eine weiche Matratze. Ich werde besser schlafen. Hart, weich. Groß, klein. Groß, klein. Soll ich einen großen oder einen kleinen Kaffee bestellen? Soll ich einen großen oder einen kleinen Kaffee bestellen? Für mich einen großen Kaffee und ein kleines Stück Kuchen, bitte. Für mich einen großen Kaffee und ein kleines Stück Kuchen, bitte. Möchten Sie noch eine kleine Packung Kaffee für zu Hause? Möchten Sie noch eine kleine Packung Kaffee für zu Hause? Gute Idee, der Kaffee ist lecker. Ich nehme gleich eine große Packung. Gute Idee, der Kaffee ist lecker. Ich nehme gleich eine große Packung. Groß, klein. Schnell, langsam. Schnell, langsam. Das ist ein sehr schneller Zug. Ich werde mein Ziel schnell erreichen.
Das ist ein sehr schneller Zug. Ich werde mein Ziel schnell erreichen. Das ist ein langsames Fahrrad. Ich komme nur langsam vorwärts. Das ist ein langsames Fahrrad. Ich komme nur langsam vorwärts. Er hat ein schnelles Auto. Er hat ein schnelles Auto. Er hat ein langsames Auto. Er hat ein langsames Auto. Schnell, langsam. Schnell, langsam. Well done everyone! If you enjoyed the video, feel free to subscribe to our channel. You can also visit our website likegermans.com to get access to more learning material. See you in the next one. Your David. Bye bye. Auf Wiedersehen.